Heute bin ich mit dir in Choluteca, einer kleinen Stadt in Honduras. Und mir war es einfach mal ein Bedürfnis, dieses Land kennenzulernen, weil es das letzte Land ist, wo mir insgesamt jetzt noch gefehlt hat in meiner Kollektion Mittelamerika. Und in dem Video möchte ich dir mal einen kleinen Eindruck geben, wie das Leben, wie das Land und wie die Leute hier im wunderschönen Honduras sind. Mit dem Wetter habe ich ein bisschen Pech, jetzt fängt es an zu regnen, aber insgesamt gesehen viel Glück, denn wir sind jetzt hier gerade haarscharf dem Hurricane Julia, entkommen und demnach war hier mehr Sonnenschein als Regen, aber insgesamt ist es doch so, dass es jeden Tag hier regnet. Ich laufe mit dir jetzt an der Panamericana, das ist die längste Straße der Welt, die einmal komplett durch Mittel- und Südamerika verläuft. Und sieht hier gar nicht so spektakulär aus. Honduras gilt jetzt als das gefährlichste Land Mittelamerikas. Die ganze Zeit war es El Salvador. Und der Grund daran liegt eben, dass El Salvador viel macht gegen die brutale Gangkriminalität, ausgehend von den sogenannten Maras. Und hier in Honduras hat es da kaum einen Wechsel gegeben und auch gerade die Hauptstadt Tegucigalpa oder andere Städte wie San Pedro Sula sind eben brutal gefährlich. Da ist es auf jeden Fall absolut zu empfehlen, nicht hinzugehen, denn Morde, Raubüberfälle sind dort leider gang und gäbe und tagtäglich vorzufinden. So, das ist jetzt hier Carne Asada, das Nationalgericht bzw. eines der Nationalgerichten. Wir haben hier natürlich die Tortillas. Hier gibt es dann Bohnenpaste, kennen wir auch von anderen Ländern. Und das hier ist Chimol. Chimol hat Jalapenos, Karotten und das sind hier Zwiebeln eingelegt, sehr lecker. Das hier ist Rindfleisch und dazu gibt es Ziegenkäse mit Limonen. Und die Limonen kann man dann eben hier drüber machen und dann isst man das alles schön in den Tortilla. Und hier gibt es noch ein bisschen Salz nach Belieben, wo man eben drüber streuen kann, um alles noch ein bisschen Würze zu verleihen. Jetzt essen wir das mal alles zusammen. Schön verpackt in der Tortilla. Richtig lecker. Das Rindfleisch, das schmeckt ein bisschen würzig nach Rauch, Smoky Barbecue, und Chimol ist ziemlich stark in Koriander eingelegt, also mit Koriander vermischt worden, und das schmeckt man richtig raus. Der Käse richtig lecker, erinnert so ein bisschen an Hüttenkäse. Ansonsten diese Bohnenpaste mega lecker, bin ich absolut ein Fan von. Und das zusammen mit der Tortilla, die noch so ein bisschen warm ist, richtig lecker. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so schwierig ist, durch Honduras zu reisen. Ich meine, von Mexiko war es kein Problem, sowohl in die Staaten zu kommen, als auch nach Guatemala oder Belize. Von Belize nach Guatemala und Guatemala zurück nach Mexiko oder Belize oder runter nach El Salvador kein Problem. Von El Salvador auch kein Problem, direkt nach Guatemala zu kommen oder durch Honduras durch oder direkt nach Nicaragua. Aber so richtig durch Honduras gibt es eigentlich nur, ich sage jetzt mal von Belize aus, dass man eben so Roatán, die wunderschönen Karibikküsten bereisen kann.
Aber das ist schon ein bisschen schade, dass es so ein bisschen ausgenommen wird. Einfach weil wahrscheinlich viele Touristen, so Reisebüros sagen, hey, pass auf, das ist zu gefährlich, wir können es nicht verantworten, wenn da was passiert. Ich meine, es ist schon ein ganz anderer Schlag hier, muss man schon sagen. Also Honduras ist ganz anders von der Einstellung, von der Mentalität, wie ich finde. Man hat hier zum Beispiel viele sehr religiöse Menschen, was mir aufgefallen ist. Ich finde auch, dass die Menschen hier sehr zurückhaltend sind, also nicht wie in anderen Ländern, dass sie so auf dich zukommen, sondern schon eher so zurückhaltend, auf eine positive Art und Weise auch. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es dreckig ist. Abgesehen von Russland habe ich noch nie, nicht im Ansatz, so ein dreckiges Land gesehen mit so viel Müll. Selbst hier, da hast du so noble Villen oder Hotels und selbst da alles voll Dreck. Also das ist wirklich, sowas habe ich noch nicht erlebt und teilweise wird es dann einfach auf offener Straße verbrannt, einfach Müllhaufen mit viel Plastik, zack, bisschen Benzin drüber gegossen, abgebrannt und das ist ganz normal hier. Das ist wirklich traurig, ja, ich will das auch gar nicht verurteilen. Da fehlt einfach das Verständnis für die Umwelt, aber schon brutal, also wirklich so, wird gegessen, da wird es halt hier alles zack, einfach auf die Straßen geschmissen. Und muss aber auch dazu sagen, hier gibt es halt leider auch gar keine Mülleimer oder so. Ich meine, die Leute haben es und was machen sie es? Schmeißen sie es halt hier einfach weg. Und dann hast du hier auch so Löcher, aufpassen, auch gefährlich. So, jetzt sind wir mal in einer Seitenstraße und jetzt kann ich dir bestimmt auch mal zeigen, wie Honduras wirklich ist. Das heißt, es ist sehr arm, das ist wahrscheinlich das ärmste Land, wo ich je besucht habe. Und ich wurde tatsächlich gerade schon dreimal gewarnt, als ich hier die Straße entlang gelaufen bin von Leuten, ich soll am besten hier ohne Kamera laufen, weil es wirklich nicht so ohne ist, die Ecke wohl. Aber es ist jetzt so weit, habe ich jetzt gerade gesehen und wir laufen da trotzdem mal durch. Ich will dir einfach mal zeigen, wie das hier so ist. Angeblich sind wir hier nämlich jetzt in den Slums von Choluteca. Buenos días. Buenas tardes. ¿Ustedes viven por allá? ¿Ustedes viven por acá? Aquí. Pues muy lindo. ¿Cómo se llama esa ciudad? ¿Es Choluteca o cómo se llama? Choluteca. ¿No esa parte también? Ah, Campo Luna. Campo Luna. ¿Y es peligroso por acá? Porque dice la gente que es peligroso por acá. ¿Y por qué? Muchos ladrones. Ladrones. Hola, amigo. Hola. ¿Qué tal? Bien. Hola, amiguita. ¿Ustedes son hermanos? Primos. ¿Primos? Sí. ¿O esposo y esposa? No, primos. ¿No? Qué bien. Ella y yo también, hermanos se llevan de mi abuela. Ah, quiere decir que ustedes viven juntos, tu abuela, tía, mamá, papá, hermano, primo. Eso, mira. Cámara. Sí. Qué bien. Qué bonita. Somos juntos, mira. Inténtalo. ¿Puedes? Ah, es la leña para tortilla. Qué bien. Sí, entonces 5 para llevar. Y amigo, señora cigüeña. ¿Cigüeña? Inténtalo.
¿Y tú no quieres? Uy, uy, psh. Eso ahora. Ahí dejan. Te vas a ver, Duque. Estos árboles son de... ¿Cómo se llama ese árbol? Mamá, cumpleañera. Cumpleañera. ¿Se come? No, ¿No? pie de niño. Pero eso ¿Y eso sí se come. esos son plátanos? ¿Y eso es el baño? ¿Sí? ¿Y ese es una fuente? No, es un... ¿Quieres enseñarme? ¿Sí? ¡Ah! Ahí están los chatos. ¿Dónde? Ahí están. Ah, horchata. Acá. ¿A esa? Se come, sí. Qué bien. Este es coco. ¿Coco? Ajá. ¿Y cómo se llama ese árbol? Este se llama... ¿Cómo se llama la fruta? Este es un panal. Es este. Que está tapando ese es... Este es un panal. No, la fruta. La fruta verde. Se llama... Eli, te habla. ¿Cómo? Se llaman jícaros. Ícaro. Esos son ícaros. ¿Y se come? No, No se come. la miel sí. La miel de ícaro se come. Ahí está, Ah, sí. ahí está. Es un panal, aquí está, Venga. Ven. ¿Es un fuente? No, un pozo. Un pozo. Pero es un pozo. ¿Qué es adentro? Agua. ¿Para tomar o para bañarse? Sí, para tomar también. Qué bien. ¿Puedes abrir? ¿Ah? ¿Puedes abrir? Sí, acá. Haz. Ahí. No está bien. Eso se come. Eres un patito. ¿Eh? Comes hojas. Ay, yo tengo un palo de ese. Buen provecho. Bien amargo. Ah, y para Es el limón. lavar. Es el limón. Es el juguito. ¿Dónde? Esos son los limones. Pero si quiere lleve. No, gracias. Caña de azúcar, ¿sí? Sí. Se Ay, corta qué y bien. se come. ¿Y ese es moringa? No, es el igual. Ah, ¿no se llama moringa? No. Sí. Sí. Pero la moringa es ácida, ¿verdad? No sé, ese es más, no sé, amargo, ¿no? Ah, tamarindo, ¿Usted padrino? patrino. No, yo no soy patrino, pero tengo sobrinos. ¿De tu edad? ¿Cuántos tienes? ¿7? No. Sí. Yo No. tengo 5. ¿Tú 5? Y 7 y mi sobrino tiene... Se le está pagando. Él tiene... ¿Para qué es esto? Ah, para abrir. Él tiene 6 años. Ábralo. Casi 6. Ah, ¿quieres casarte con él? Sí. ¿Sí? Es un rubio. ¿Sí? Sí, mi sobrino. Casi tengo 6 años. Pero yo tengo una novia también. Ah, ¿tú quieres una novia? ¿Una alemana? ¿Una rubia? ¿O una morena? No. ¿Una china? ¿Una africana? No. ¿Una hondureña? No. Grande. Una bien grande, alta. Alta. ¿Por qué? ¿No te gustan las enanas? No. Pero sí voy a ser alto yo. Ah, claro. Voy a ser como usted. 3 metros 50. No, 1,82 m. Qué bien. Hola, Paquita. Michi. Oh, es increíble. Esos son tamales de... De cerdo, de pollo y de cerdo, de puerco. con arroz y también hay de maíz, ¿o no? Sí.
Oh, tienen miedo. Tienen sueño. Están dormidos. ¿Cómo se llaman? Todavía no tienen nombre. ¿No tienen? Oh. Oh. Tal vez les gusta que viene a traer uno. Me gustaría, pero no tengo suficiente espacio. Ja, da ist wieder ein Beispiel von dem Müll überall. So, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Ich war jetzt ungefähr eine Stunde da und es ist so das krasse Spiegelbild von Mittelamerika. Unfassbar freundliche Menschen, teilweise viel Armut, aber trotzdem so viel Herzlichkeit und dennoch überall ja, Gefahr. Die haben mir auch gesagt gerade, geh wirklich hier weg und geh nicht in die Seidenstraße, weil es wirklich überall wohl auch Bandmitglieder gibt und Gefährliches. Und interessant ist auch hier, überall Müll, Müll, Müll. Ja, der Müll, der kann nichts sagen, aber er spricht auf jeden Fall für sich. So, jetzt bin ich auch wieder daheim und wollte gerade mal ein Video machen vom Zimmer, aber zack, Stromausfall, war ja vorhin schon in den Slums mit Verlaub, dass es keinen Strom gab und jetzt ist es auch hier so, hier mit dem kleinen Zimmer, aber wie gesagt, kein Licht, dann bin ich gerade noch rechtzeitig zurückgekommen. Ich muss wirklich dazu sagen, ich habe in meinem Leben in Deutschland vielleicht zweimal einen Stromausfall ganz kurz mitbekommen. In Mexiko alle paar Wochen mal, in Belize mal, in Guatemala mal, El Salvador auch. Aber hier in Honduras ist es mindestens einmal in der Woche, manchmal sogar 2-, 3-mal in der Woche gewesen. Also das war jetzt, oder ist jetzt glaube ich mein 8. Stromausfall in weniger als 4 Wochen. Morgen geht es weiter nach Nicaragua, da nehme ich dich natürlich wieder mit in die Stadt León. Dann gucken wir uns mal an, wie es so in Nicaragua ist. Das soll es gewesen sein heute von Honduras. Abschließend kann ich nur sagen, es ist definitiv eine Reise wert. Ich finde es schade, dass gerade so herzliche Begegnungen wie vorhin mit den Kindern und mit der Mutter bzw. Tante von den Kindern so ja, nicht zustande kommen, wenn man eben mit Reiseagenturen reist. Das heißt, du bist dann eben wie ein rohes Ei, wirst du da behandelt und hast gar nicht die Möglichkeit, mal hier und da hinzukommen. Und deswegen sage ich eben, ein bisschen Neugier schadet nicht, so ein bisschen Mut haben, ein bisschen einfach mal das zu machen, was vielleicht nicht immer empfohlen wird. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, wenn man im Leben hier und da mal ein paar Risiken eingeht.